Diese Ausstellung war eigentlich ja schon letztes Jahr geplant und musste dann aus bekannten Gründen um ein Jahr verschoben werden. Und Reto Boller hat sich dann eigentlich ziemlich rasch, als er die Halle gesehen hat, entschieden, dass er so eine zweiteilige Installation macht. Und das heißt, dass er einerseits die Hauptfläche der Halle mit so einer Installation von 2 Holzwänden und einer großen weißen Klebefolie betont und ausspart. Das ist auch eine Fläche, die man nicht betreten darf. Das ist der eine Teil der Installation. Und durch diesen Eingriff gibt es dann eben einen zweiten Teil, der so ein bisschen im schummigen Dämmerlicht sich befindet. Und dort finden wir dann eine Auswahl von aktuellen Werken vor. Es ist bei uns eigentlich immer so, dass die Ausstellungen oder die Installationen spezifisch für die Halle entstehen, weil es ist ein großer Raum, mit dem man auch spezifisch arbeiten muss. Und Reto Boller hat hier jetzt etwas gemacht, was er früher auch schon gemacht hat, aber schon länger nicht mehr, nämlich eben diese großen Raumklebearbeiten, die so eine Art erweiterte Malerei sind, eine Malerei, die ins Dreidimensionale übergeht. Das hat er zwischen 2000 und 2010 öfters gemacht, dann länger nicht mehr. Und hier bot sich ihm jetzt die Möglichkeit, das wieder aufzugreifen. Es ist ein angedeuteter White Cube, der natürlich auch auf diesen Begriff aus der Museumslandschaft anspielt. Aber wie Sie schon sagen, wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, das ist kein reiner White Cube. Also der Raum, der Charakter des Raumes mit seinem geschundenen Boden, sage ich jetzt mal, der drückt durch diese weiße Fläche hindurch. Der lebt, dieser weiße Raum. Man sieht Spuren der Geschichte. Eben, es gibt dann Irritationen, dass man meint, es gäbe Wasserlachen auf dieser weißen Fläche, Spiegelungen vom Licht gibt es. Die Hallenarchitektur, das Oberlicht spiegelt sich natürlich darin und verändert so auch immer wieder die Lichtsituation im Raum. Dieser weiße Raum ist ja auch so eine Art, das kann man als Projektionsfläche oder als Plattform, als Möglichkeitsraum anschauen. Und im dunklen Raum dahinter, der eben durch diese eingebaute Wand schummrig bleibt, finden wir verschiedene Werke. Das sind experimentelle Malereien, wie er sie von Anfang an eigentlich gemacht hat, und dann skulpturale Werke. Das sind Objekte, die er aus verschiedenen Fundmaterialien jeweils assoziativ, aber doch sehr bestimmt natürlich zusammenfügt. Und die sind da gelagert in einer Art Atelier-Situation oder Lagerraum. Es ist sowas zwischendrin. Einige Werke sind auch nicht fertig, einige Werke sind provisorisch installiert. Andere sind einfach hingestellt, wie man sie halt kurz deponiert, wenn man sie zwischenlagert. Und wenn man das so anschaut, könnte man sich ja jetzt vorstellen, dass diese Werke ihren Auftritt erhalten vorne auf der weißen Plattform. Und dann ist da die Frage, wer entscheidet jetzt, was gezeigt wird und was eben nicht gezeigt wird. Es ist eine Ausstellung, die sehr viel kunstspezifische Fragen einerseits aufwirft oder thematisiert. Und es sind aber dann auch immer Andeutungen oder Themen drin, die sich auf so eine allgemein lebensweltliche Situation übertragen lassen. Also es spielt in verschiedene Ebenen des Lebens hinein, die Ausstellung. Die Kunsthalle Abern, die gibt es seit mehr als 25 Jahren jetzt. Also sie entstand lange bevor ich dazu gestoßen bin. Es ist, wie schon gesagt, ein Ausstellungsraum, der sehr stark räumlich orientiert ist, wo wir immer wieder auch Positionen einladen, die raumspezifisch arbeiten oder eben speziell auf diesen Raum zugeschnitten eine Installation realisieren. Es ist ein Experimentierfeld für die Künstler und Künstlerinnen immer wieder, wo vieles möglich ist, das vielleicht im anderen Kontext, im musealen, nicht unbedingt möglich ist. Wir zeigen Thurgauer Künstler, aber nicht nur. Also es gibt immer wieder Positionen aus der Region, aber immer wieder auch Positionen aus anderen Teilen der Schweiz, manchmal auch aus dem Ausland.
durch diesen speziellen Charakter des Raums, diese Weite, die Größe, bietet es sich an, dass wir eigentlich vor allem Einzelpositionen zeigen. Gruppenausstellungen ist schwieriger, weil man eben diese Größe, dieses Volumen auch wirklich füllen muss und spezifisch damit umgehen muss.